So, wir gehen rein in das Video und zwar von Swiss Watch Gang, 10,5 Millionen Euro von Jacob & Co. Uhren. Das ist eine Marke, die aus Amerika sehr bekannt ist. Ich glaube, wir haben ein Modell sogar auf unserer Webseite momentan. Ein Klassiker, der heutzutage nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt, ist auch eine Quarzuhr, und zwar die 5 Time Zones. Wir hatten eine in Komplett-Pavé und jetzt ist hier noch die Uhr mit den schwarzen Diamanten online. Das ist ein Modell, also man kann hier die Lünette auch tauschen, da kann man unterschiedliche kaufen. Der Listenpreis von solchen Uhren ist extrem teuer. Alles Factory Diamonds, und hier haben wir noch andere Armbänder, meine ich, mit dabei. Schauen wir mal. Gelb, ja genau, so. Die kostet jetzt 4.200 Euro, ist auch ziemlich groß, also 47 mm, gerade aus dieser Rap-Geschichte. Halt einfach ein Klassiker. Und Jacob & Co. hat sich extrem weiterentwickelt. Die machen wirklich ganz, ganz tolle Uhren, und da schauen wir uns mal rein, was sie jetzt in der Kollektion haben. Oh, bei den Aufnahmen, ne? Da kannst du Spaß machen. Hello, welcome to Swiss Watch Game. Today we are visiting the newly opened Jacob & Co. boutique in Geneva, Switzerland. The new boutique is located on the prestigious Rue du Rhône street, surrounded by many other well-known luxury boutiques and brands such as Chanel, Saint Laurent, Bucherer, Richard Mille, Patek Philippe and many others. In my humble opinion, this is one of the better corner locations with a lot of daylight, 2 floors full of beautiful products and a great atmosphere. This boutique is visually in line with the one in New York, which we visited in 2019, and I showed you watches which they had on display at the time. Cool. If you didn't see that video yet, I'm going to put a link down in the description. You should definitely go check it out. You can also find a wide array of jewelry in the store. You can see, touch and try on anything from more everyday jewelry, high-end women's and men's jewelry, accessories such as super cool cufflinks and other dreamy creations. All of these products feature rare and very well-crafted stones that you don't see every day. Today we're going to take a look at 15 different mechanical dream. Boah, diese Tischuhr hier, ne, die macht mich echt fertig. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen. Mal sehen, was er dazu sagt, wie teuer die ist. Watches with a total retail value of 10.5 million US dollars. Let's get it started. As a massive fan of three-dimensional complex watch movements, the Astronomia line is one of the coolest and technically mind-blowing one out there. The construction of all Astronomia models is the same, but as there is no end to Jacob Arabo's imagination, they have made a wide variety of different pieces. Here in front of me we have the Astronomia Sky, the Alec Monopoly collaboration, the Casino, the Ruby Baguette diamond piece, and a very beautiful solar baguette Zodiac. The Astronomia Sky, which costs 740,000 US dollars, is one of the more quote-unquote. Guck mal, diese Bilder zu machen ist so schwer, wirklich. Swiss Watch Gang, tolle Aufnahmen. Low-key pieces, and one could say your everyday Astronomia. It features a stunning contrast between the blue titanium celestial dial, which also has a month indicator on the side of it, and the movement hovering above it. The movement construction is basically on one main axis and has 4 arms that rotate above the celestial dial and make a full rotation around it in 20 minutes. On one arm you've got the famous 288 faceted Jacob cut diamond acting as the moon. It's a 4-carat diamond cut down to 1 carat to achieve the shape. So eine Uhr einfach zum türkischen Juwelier zum Service geben. Also türkische Juweliere können meistens mehr als die Deutschen, aber ich weiß, was du damit sagen willst. Sprichst du damit bei Kronos, Kaias und Tier? Einfach wie bei mir zu Hause mit meiner Freundin. Ja, das unterscheidet sich nicht wie bei mir zu Hause. Also das ist, glaube ich, bei jedem bei uns so. Which makes a full rotation in only 60 seconds. Redet so aneinander Opposite vorbei. of it, we've got the vertical seconds indication. Then there's the scrutinized and hand beveled dial, which remains leveled and hence perfectly legible at all times. On the opposite arm, there's my favorite feature of the model, a gravitational triple-axis tourbillon with the zum türkischen Schuster, der auch Gardinen verkauft und normalerweise nur Batterien tauscht. Ja. bridge shaped as the Jacob & Co. logo. Mirror polished, beveled and on one axis makes the full rotation in only 60 seconds, the second one in 5 minutes and the 20-minute rotation of the 4-arm platform. On top of the movement we've got a titanium globe which acts as the day and night indicator. It's polished and blued and just beautiful to look at. Another model to which we devoted a full video before is the Astronomia Casino right here. If you want to know the full history of Jacob Arabo, how he grew the business from nothing to today's empire, check out that video. I'm gonna put the link down in the description.
This is without a doubt one of the most playful watches here on the table. Drake hat die auch, glaube ich. Why ne? playful? Well, it's literally a roulette table on the go. The movement has the same elements as the Astronomia models with an additional automaton, which is the Roulette Wheel. For $620,000 you can literally make money with this watch. You and your friends can place the bets, and with the press of this button here at 7 o'clock, you start the roulette wheel. The white ceramic ball, which is caught between the two sapphires discs, starts spinning around and you get your winner. Here we have the lucky number 33, guys. Maybe you won. Leave a comment down below if that was your number. 33. Also ich glaube 33 Leute wissen, welche Nummer das ist, ne? Aber ich würde natürlich niemals spielen. The next watch I want to talk about is the Alec Monopoly collaboration. This piece right here. As Jacob loves to collaborate and tap into the next generation culture, they partnered up with the famous Alec Monopoly, an artist from the US whose main character is of course the Monopoly Man. Of course this comes from the famous board game Monopoly. I'm sure many of us played it before. The coolest thing about this $600,000 watch are the artist's 3D hand-engraved and hand-painted Alec Monopoly figurines on the Aventurine base dial. The attention to detail on them is insane. I love how tall they are and how they stand next to the moon. And this is truly a work of art, not to hang on the wall, but to wear on your wrist and admire daily. Beautiful. Gott sei Dank mit so Krankheiten und so gerade im Moment ich muss sagen, alles gut. Der Dr. Shahin kommt bald wieder. Das Einzige, was bei mir ein bisschen niedrig ist, ist das Testosteron-Level. Sonst Vitamin D3, alles sieht gut aus. Auch sonst so Mineral, dies, das. Bei meinem Essen, glaube ich, muss ich ein bisschen was umstellen, weil ich manche Sachen nicht vertragen kann, aber sonst sieht alles gut aus. Figurines, you can see them from all sides with the help of those windows. Awesome piece. If you're a fan of diamonds, these next ones are for you. The two last Astronomias we're going to look at here are the Ruby Baguette and the Solar Zodiac Baguette models. The Ruby Guck mal, Baguette das war die Uhr, die ich hatte, nur ohne Baguette. Die Solar in Roségold. Ich muss wirklich sagen, diese 47 mm hier ist mir einfach zu groß. Das gefällt mir schon besser. A jaw-dropping $1 million. And the Zodiac Baguette cost $780,000. Astronomical prices for exquisite watches, mechanically complex and rare. Apart from the well-known 4-hour movement featuring the triple-axis tourbillon, the Jacob cut diamond, skeletonized dial, as well as the seconds indicator, this base dial is invisibly set with a total of 257 rubies, approximately 10.3 carats. The challenge with these is that you have to find rubies which are all the same in clarity, color, cut and carat. The same goes for the Baguette cut white diamond studded lugs of this model, which are invisibly set, amounting to a total of 6.1 carats. The Zodiac model features a similar movement construction. By the way, the one before, the Ruby model, had a total of 477 components. Insane, guys. The dial features the Zodiac signs. We've got a magnificent globe and a solar system on display. The invisibly set Baguette diamond platforms turn in opposite directions when time passes, and above it we've got a few of the planets in the form of a amethyst, a garnet and a smoked quartz. All of course in the 288 faceted Jacob cut execution. Like on the Ruby model, the lugs are also invisibly set with Baguette diamonds to fit, and the execution is flawless. Drop a comment down below and tell me which Astronomia is your favorite so far. We've got quite a lot of them here on display. What I love about Jacob & Co watches is their dedication to develop not only new movements and use the same case over and over again, but to fully devote themselves to an idea and executing it brilliantly. One of the coolest watches in my opinion are the Bugatti Chiron models we have here. Here we got one with the full sapphire crystal case, which costs $1.3 million, as well as a fully polished titanium one, which costs $300,000 US. Was für ein Preisunterschied, 300 As many of you know, zu 1,3. Bugatti used to work with other watch brands before, but from the models I've personally seen, this is the most committed one so far. I mean, the watch case is literally in the shape of the real-life car. How much more custom can one go? Apart from the case, which features exhibition windows all around it and is unique in the space, the movement is a work of art. A work of art in its purest form. This watch features 3 crowns for a reason. One is to wind the watch, the second one is to change the time, and the third one, there's a button which engages the automaton.
The animation which you can see is the crankshaft turns and the 16 pistons pump up and down, just like a true internal combustion engine. Super cool, super 3D. I freaking love this watch. Wow. 2 turbochargers down from 4 in the actual Chiron engine. On the side of the engine block spin while the engine runs, adding to the visual impact. A total of 578 components make this possible. And on the back you can also admire the movement from the other side and really dig deep into it. Toll. At 9 o'clock there's the power reserve indication with the universal gas pump symbol, which is a total of 60 hours for this model. The animation is actually separated so it won't affect the accuracy of the timekeeping instrument. The finishing of the movement is really high-end, from hand beveling, coating and mirror polishing on par with the best. We've got also a diamond on the top of the 30-degree inclined tourbillon, which was a first for Jacob & Co. There's also the Bugatti logo on the front of the case. Again, the attention to detail is immaculate. These watches are actually also very comfortable, although pretty big in size. You can see how it looks on my wrist. Just for comparison, I have an 18.1 centimeter wrist size, and I think this looks perfectly. I can even put it under my cuff here, as you can see, but again, I wouldn't want to hide this watch. Why? How badass is it? Let's now activate the animation again. Guck mal, wie groß! Alter, wie groß ist das bitte? So dope. Just imagine having this watch, guys. I mean, that's definitely a dream machine. Personally, I love the Sapphire one where the case takes 3 months and they actually lose 10 cases to get one. But the polished titanium, I feel, would be a great daily watch. Again, pressing the button, we start the animation. It's also very light and a little more, let's say, quote-unquote, under the radar, if we can even say so. Again, the Bugatti logo on the front, movement visible from all sides, beautiful case pack, a really stunning piece. For $300,000 US, unique on the market. Another watch which features a automaton is this beauty right here, the oil pump tourbillon, which is going to cost you around $380,000 US. At first glance it looks like the Astronomia model, but in fact it's much thinner and the sapphire crystal on top isn't that curved. This watch features a double axis tourbillon here at 6 o'clock, where one axis makes a rotation in 60 seconds and the second one makes a rotation in 2.5 minutes, featuring the fully mirror polished by hand Jacob & Co logo. At 9 o'clock we've got the brushed watch style, which is very legible, and at 2 o'clock you can see the power reserve indicator, as this watch does have a 60-hour power reserve. Plenty if you ask me. I just love all the attention to detail on this watch with a total of 510 components. The little barrel with the brand name, the pipes and turning wheel, as well as the honeycomb pattern based style. The magic happens here when you push the pusher at 2 o'clock. This is when you engage the automaton and start the animation. Vincent möchte mehr arbeiten. Wisst ihr, das heute hat mich auch jemand gefragt, hat so gemeint, Alter, deine Mitarbeiter haben immer samstags frei? Das ja eigentlich schon. Ich zum Beispiel, bevor ich mich selbstständig gemacht hatte, ich musste immer 6 Tage arbeiten. Im Angestelltenverhältnis musste ich immer 6 Tage arbeiten. Immer. Es gab gar keinen Weg daran vorbei. Wenn ich so überlege, ich verdiene sogar weniger als ich damals im Angestelltenverhältnis war, verdiene ich sogar habe ich weniger verdient als manche Angestellte heute bei uns. Verrückt, ne? Und die müssen nur Montag bis Freitag arbeiten. Also irgendwas habe ich anscheinend damals richtig gemacht, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Aber ja. Pump. The pusher starts the 2 derricks moving. Überleg mal, und dann weiß ich noch, damals sonntags musste ich dann halt das eBay-Geschäft machen. Krass, ne? So war das damals. Pumping up and down. Ich war heute ein bisschen fleißig. Ja, hast du E-Mails gemacht, oder was? Hast du ein paar E-Mails weggearbeitet? Ich habe heute WhatsApp gemacht. WhatsApp und telefoniert. Hat stehen geblieben. Hat sich eBay gelohnt. Hat sich eBay gelohnt. Ja, also zur damaligen, also ich habe ja gerade im Moment noch eine Prüfung. Da wird jetzt nicht so viel bei rumkommen. Aber natürlich muss irgendwas nachgezahlt werden. Ich warte nur noch auf den Bescheid, aber da sind wir so gut wie schon durch. Ich sag mal so, diese eBay-Geschichte hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt und es ist jetzt nicht so viel rausgekommen. Aber es hat natürlich dazu beigetragen, dass ich einfach zur damaligen Zeit etwas mehr Geld zur Verfügung hatte. Gemessen an der Arbeitszeit hat es sich nicht gelohnt, aber ja, anders hätte es auch so nicht funktioniert. Also Punkt, Ende aus. Ne?
It charges the power reserve. Hast du Steuern nicht gezahlt oder wie? Also man bekommt einfach nach einer gewissen Zeit, wenn man selbstständig ist seit 2015, irgendwann kriegt man halt eine Prüfung. Ne? Also die Prüfung ist auch schon vorbei. Es war jetzt nicht ein großes Thema, aber das ist halt mehr oder weniger, das kommt irgendwann immer mal auf einen zu. Gerade wenn man jetzt auch im Social Media Bereich ist, sind natürlich die Augen eher auf einen gerichtet. Ne? For the automaton and sets them into action. A really well executed and smooth animation, something new and exciting, and Jacob & Co. being a global brand with customers all over the world, I'm sure this appeals to many. Heck, I'd love one myself. Aber schon stressige Tage, wenn der Prüfer zu Besuch kommt. Also ich muss sagen, wir kamen so sehr gut klar mit den Finanzbeamten. Und natürlich, klar, gibt es Themen, über die man nicht einig ist und über die man sich irgendwie streitet. Ich glaube, wenn man transparent ist und wenn der Gegenüber auch merkt, dass man halt einfach die Wahrheit sagt, dann ist es in Ordnung. Ne? Also zum Beispiel bei uns waren so ein paar, irgendwas war falsch gebucht oder so, oder bei manchen Belegen war zum Beispiel keine Firmenadresse, und es gibt ja so eine Grenze, dass wenn man einen Beleg einreicht und da oben dann nicht halt die Firmenadresse draufsteht, sondern einfach, dass ein Kassenbeleg ist, dann kann man das nicht anrechnen lassen. Solche Themen zum Beispiel waren da. Was soll ich da argumentieren? Ich meine, dann, wenn es diese Regel gibt, dann gibt es diese Regel. Was soll ich denn machen? Dann muss ich halt den Betrag bezahlen. Sonst muss man sagen, dadurch, dass es ja sehr viel digital war und man jetzt da nicht viel dran drehen kann, was soll ich da sagen? Es war natürlich extrem aufwendig. Gewisse Positionen waren aufwendig, aber die hat man dann halt abgearbeitet, und so ist das dann. Die haben halt Fragen gehabt und dann haben wir das halt weggearbeitet. Aber so gesehen war das jetzt nicht so, dass die mich irgendwie auseinandergenommen haben oder sonst so. Das ist ja der Vorteil am Ende, dass wenn man jetzt digital arbeitet, es können sein, dass man Themen quasi anders sieht oder jetzt nicht so, aber es ist jetzt nicht so wie bei Bar, dass man dann sagt, ja okay, aber jetzt hier, das glaube ich nicht oder so. Ne? Natürlich, ich denke mir schon, dass wenn die Finanzbeamten glauben, dass man jetzt einfach nicht nach den Regeln gespielt hat, dass die dann halt einfach halt Vollgas geben. Aber was soll ich machen? Also es gibt ja gewisse Voraussetzungen, sagen wir mal, ich habe ja mal mit gebrauchten Bekleidungsstücken gehandelt, wenn ich jetzt vom Verkäufer die Unterschrift habe mit dem Personalausweis und also von dem Verkäufer im Sinne von der die Bekleidung abgeben möchte, und auf der anderen Seite habe ich das Ding verkauft über PayPal, also dann, was soll ich denn da dann tricksen? Also da kann man halt dann nichts tricksen in dem Sinne. Ne? Die Jacob 5 Time Zone ohne Box, ey, Chef sein Chef, ich sag dir eine Sache, diese Jacob & Co. Uhren, da interessiert es keinen, okay? Also wir kaufen und verkaufen die in regelmäßigen Abständen. Wenn du Bock hast, ich habe gesehen, ich hätte fast eine Box gekauft, bei Chrono gibt es eine für 300 Euro. Hier gibt es 2 Stück, hier kannst du so eine Box holen. Sogar aus Deutschland hier, kannst du ihm 300 Euro bieten oder was, dann gibt er dir die vielleicht. Aber das musst du wirklich, also diese Jacob & Co. Uhr ist dafür gedacht, dass man die anzieht, gute Laune hat, ein bisschen Spaß hat und fertig aus. Also das ist eine Uhr, die gibt es, glaube ich, seit wann gibt es die 5 Time Zones? Die gibt es bestimmt schon seit 2000 oder 2002. Und das ist jetzt keine Uhr, wo man zwangsweise irgendwie Boxenpapiere dazu braucht. Also sorry, für 4.000 Euro. Eine Uhr mit Diamanten, Factory Set, also ist okay. The case pack is mostly closed. We've only got the window to see the tourbillon at all times, as well as the winding and the time setting flaps. Weil einiges Auslegungssache ist, und wenn dein Prüfer schlechten Tag hat oder ihm dein Gesicht nicht gefällt, dann stellt er auf stur. Ja, das kann mit Sicherheit manchmal der Fall sein, aber bei allen gibt's ja dann doch irgendwie, also wie ich schon gesagt habe, wenn halt eine Unterschrift drunter ist und die Verkäuferseite über PayPal ist, dann kann man ja jetzt anhand der Marge nichts sagen. Normalerweise im An- und Verkauf ist das ja so, dass sie sagen, ich glaube dir nicht, dass du das für den Preis eingibst. Wenn das beides aber klar ist, dann also kannst du halt das nicht, das sind ja die größten Bereiche dann, ne? Dann kann man auch sagen, was hatten wir noch für Positionen? Wir waren, sagen wir mal, auf irgendwelchen Reisen. Wir hatten, was war das nochmal? Während der Zeit haben wir auch den YouTube-Kanal halt aufgebaut, und dann war es so Reisekosten. Ne? Wir hatten aber von Haus aus die Reisekosten mit 50% angesetzt. Also das heißt, wir haben einen hohen Privatanteil innerhalb dieser Reise genommen. Das heißt, man hat gesagt, okay, wir waren jetzt 4 Tage weg oder 3 Tage weg, davon macht man 50% schon mal privat. Also okay, gut, dann sag halt, dass es 0 privat war, dann zeige ich halt 3 YouTube-Videos, also dann gibt's halt da jetzt so gesehen halt auch nichts. Also du kannst dich da streiten, aber
ich habe gemerkt, wenn man da fair ist, dann, also ja, also am Ende muss man sagen, Gott sei Dank steht mir jetzt dann auch also Geld zur Verfügung, dass ich halt dann fähige Leute damit beauftragen kann, dass die dann halt auch mir helfen, meinen Standpunkt zu vertreten. Aber ich muss sagen, wenn man offen und ehrlich mit denen redet, dann, ich hatte auch also eigentlich immer persönlich versucht, mit denen zu interagieren. Ich habe so wenig wie möglich versucht, andere Leute vorzuschicken, Steuerberater und so, und es gibt immer solche und solche, aber ich muss sagen, ne, die machen am Ende halt auch ihren Job. Jeder hatet immer über das Finanzamt und so weiter, verstehe ich auch, aber es ist genauso wie wenn mir die Leute sagen, ja, ich finde deine Preise sind blöd, weil die so hoch sind. Ja, ich kann es mir ja nicht aussuchen, ne? Also ich kaufe die Uhren ja auch nicht, also die Preise mache ich ja auch nicht oder die Regeln mache ich ja auch nicht, ne? As you see here, we got a crownless design, since you set the time and wind the watch with each flap separately. Dein ganzes Leben ist irgendwie gewerblich, was deine Ausgaben angeht, finde ich zumindest. Ja, Michi, The Night Rider, du hast recht. Also man sieht es auch an meinem Fahrtenbuch, was ich führe. Aber das funktioniert so trotzdem nicht. Also du hast recht. Und wenn ich zum Beispiel 24 Stunden nach Dubai fliege, dann wissen wir beide, dass ich jetzt nicht am Strand liege, sondern halt einfach nur rein und raus gehe und das mit Sicherheit gewerblich ist. Aber wenn man keinen Stress will, dann musst du einfach zu dein lassen, was buchen. Ist einfach so. Ne? Und das ist halt am Ende, also ich sehe es auch genauso, es glaubt mir keiner, dass ein oder auch das Fahrtenbuch beschreibt es am besten. Es ist nichts Privates, nichts, ich mache nichts Privates, ich mache nur geschäftliche Dinge. Nur. Ja, ist einfach so. Ne? Ich weiß, ich bin ja auch... Ach so, ja, aber dann weißt du doch, dass es, ich glaube, im 2021, letztes Jahr, gab es eine große Schulung bezüglich Social Media und letztes Jahr gab es ein großes Rundschreiben und Schulungen für Prüfer zum Thema Social Media. Da gab es eine ganz große Dokumentation, was für Regeln da gelten und so weiter. Is for winding it, and this one is for setting the time, and again a beautiful window to see the tourbillon. Another avenue and partner of Jacob & Co is the UFC champion Khabib Nurmagomedov. Die Schulung war auch notwendig. Ich fand es eigentlich auch ganz cool. Wir hatten bei uns bei der Prüfung jemand Junges und eine Person, die halt etwas erfahrener war und so weiter. Und technisch und so ist es schon, also ich meine, ne, bei uns PayPal und so, ne, das muss man halt auch verstehen am Ende. Aber bei jetzt gerade Influencern und so ich bin mal gespannt, wie jetzt so das Finanzamt gerade mit diesen Casino-Sachen und Kryptowährungen vorgeht, ne? Also da ist zum Beispiel der prominenteste Fall, wo was schiefgelaufen ist, denke ich, Revi, bei dem einfach irgendwie, weiß nicht, wie hoch war die Summe, 2-3 Millionen einfach geblockt worden, weil die Leute gedacht haben, dass bei Bits, dass das irgendwelche Kryptowährung ist, aber sonst, es wird wirklich sehr schwierig sein, da Sachen nachzuvollziehen, ne? Weil diese Online-Casinos das immer in Kryptowährungen haben und das dann auf Cold Wallets liegt und so weiter. Das wird schon eine schwierige Nummer. Aber ich muss auch eine Sache nochmal sagen. Gerade beim Finanzamt ist es so, es ist relativ kurzfristig gedacht, wenn man darüber abhatet, ne? Wenn man jetzt sagt, ja, und das Finanzamt und so und dies und das. Weil am Ende, wenn es keinen Sheriff gibt, ne, dann ist es schlimmer als im Wilden Westen. Also von daher, man kann anderer Meinung sein, aber wenn ich eine Sache von dem Anwalt, der uns auch bald mal besuchen wird, von Flick Gorko Schaumburg, der Anwalt für Steuerstrafrecht, gelernt habe, dann, also Ehrlichkeit währt am längsten und man braucht jemanden, der einen kontrolliert. Weil sonst, Alter, ne? Ich meine, Steuern, wir können alle uns darüber aufregen, aber am Ende, was willst du machen, ne? Also, es ist in so einem in so einem Staat, wie wir jetzt hier sind, ist es notwendig. Also es muss sein, genau wie es die Polizei geben muss, genau wie es das Ordnungsamt geben muss. Ich will mal gerne wissen, das ist genau wie mit dem Ordnungsamt, diese Leute, die sich über Politessen aufregen. Wenn es die Politessen nicht geben würde, Alter, da wird doch jeder verrückt werden. Fehlt dir manchmal deine Freizeit oder regelst du das irgendwann? Katana, immer Freizeit, das hier ist doch ein Traum. Natürlich ist es Arbeit oder so, aber immer, was mache ich denn? Ich bin online, ich gucke uns Videos an. Ich habe heute zum Beispiel, wir haben heute Morgen ein Video aufgenommen für Malermeister Andy, wo ich so Preise geraten habe. Dann habe ich heute Uhren eingekauft. Dann, also 1000 Dinge, aber das ist doch mega. Für mich ist das Freizeit. Für mich ist meine Arbeit Freizeit. Genau wie es den Zoll geben muss. Der Zoll ist natürlich hat nochmal eine andere Stufe, ne? Der Zoll ist ja für die Einfuhr und so auch zuständig. Und wir hatten den Zoll ja auch vor kurzem hier.
mir. Ja, egal, auf jeden Fall, wir haben einige andere Projekte noch, wo wir auch mit dem Zoll enger zusammenarbeiten müssen. Und das ist also eine sehr wichtige Institution. Ne? Und am Ende muss man sagen, wenn man das System verstanden hat, ne? Wenn man es wirklich verstanden hat, auch wie es mit dem Ein- und Ausreisen so funktioniert, mit dem Formblatt 0330, dann ist eigentlich auch alles gut. Ne? Also klar, ich meine, am Ende, wenn man im Urlaub ist und man kauft irgendwelche teuren Sachen und man bringt die da mit, wobei ich das eigentlich auch nicht so wirklich verstehe, weil im Ausland die Sachen jetzt nicht zwangsweise billiger sind. Also gerade so diese typischen Mitbringsel, man ist so im Urlaub und kauft sich was von Louis Vuitton. Die Sachen kosten dir genauso gut wie da. Und wenn du Pech hast, ist die Steuer sogar, in Dubai ist 100% teurer. 100% teurer. Europa ist da schon der günstigste Marktplatz. Also man ist halt nur im Urlaubsfeeling. Also, aber da muss man halt dann einfach sich konditionieren und sagen, pass auf, was soll ich sagen? Ich würde gerne mehr Steuern zahlen. Das bedeutet, dass ich mehr verdiene. Also ich sag mal so, die Steuerlast, wenn es darum geht jetzt, wenn man sagt, okay, man zahlt zu viel Steuern, ja, also darüber lässt sich natürlich streiten und man kann natürlich argumentieren, ja, und hier Steuern und sonst und dies und das. Da muss ich aber leider zugeben, ich bin da in diesem Steuersystem nicht so wirklich drin. Ich weiß halt, da bin ich jetzt nicht so extrem drin. Ich kann nur sagen, wie es jetzt, sagen wir mal, in Amerika läuft. Da ist das Steuersystem anders aufgebaut, finde ich ein bisschen einfacher als jetzt hier. Aber die Steuerlast ist jetzt relativ ähnlich. Natürlich könnte man auch nach Dubai gehen oder sonst irgendwas, aber man muss auch eine Sache sagen, dieser strategische Standpunkt innerhalb Europas und dieses Vertriebsnetz, das ist schon sehr gut und sehr wichtig für mich. Ne? Und von daher, ja, klar. Also kann man drüber diskutieren und ja, kann man drüber diskutieren, klar. Kann man immer drüber diskutieren. Themselves with the best. This one makes sense. Es ist immer, also guck mal, auch wenn das jetzt hier bei YouTube hochgeladen wird als Highlight-Kanal, es ist immer einfach zu sagen und über alles herzuziehen und sagen, das ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße. Ne? Das ist immer leicht gesagt, ne? Man muss auch am Ende eine Alternative bieten. Und natürlich gibt es auch Sachen in der Politik, die nicht gut laufen, wo man sich verändern muss, aber generell zu sagen, halt einfach, Steuern sind zu hoch und alles blöd und so, ist immer einfach gesagt. Ne? Aber wir haben ja hier auch einen Staatsapparat, der Krankenversicherung, Kindergärten, Schulen, Straßen, muss ja alles weitergehen, ne? The watch case is the same as on my Steuern sind wie Spenden. Ich musste tatsächlich auch gerade daran denken. Und da ich ja sowieso auch spende, ist es so irgendwie, ich musste auch daran denken. But here there's quite a lot of changes to make it more unique. On the inner side of the case we can see the nickname of Khabib, which is the eagle, that is engraved on it. The two silver bridges make for a nice frame to focus on the middle part of the dial. We've got scrutinized hands in the center, indicating the hours and the minutes, floating over the wheels, gears, balance and the bridges, and of course the mainspring barrel here at 12 o'clock. At 6 o'clock we've got a traditional 60-second tourbillon, and the case, which I biasly of course love, is made out of titanium, polished and bead blasted to achieve great contrast between the surfaces. On the back sapphire crystal is also the custom Khabib logo with his signature and his fight record of 29-0. This tourbillon costs $98,000, and if you're a fan of Khabib and the UFC, or simply this blue model is a nice choice for you. Moving on, we're now gonna talk about this beautiful $1.3 million beast of a watch. Combining the highest level of gem setting and watchmaking, this is really a pinnacle in many regards. This mystery tourbillon watch is something I had the pleasure of seeing before it came out. The first time I saw the movement, just the raw movement, I couldn't believe it, and I couldn't even fathom and understand it. In the middle of the so-called dial, there's the twin triple axis tourbillons placed back to back. The first axis makes a full revolution in 60 seconds, while the second and third axis make a full rotation in only 2 minutes. A beautiful play of the polished components, which is something nobody has done yet in the industry. There's two Jacob & Co logo bridges on these tourbillons, and on top we've got the real rubies to add a bit of flair to it. A 430 component movement, not just for show, it does show the time, and even gets a total of 60 hours of power reserve, which is admirable for a complex watch like this. The dial is inspired by mystery watch dials, and you can see the beautiful execution here. The hour and minute pointers are actually these two, and when I turn the flap on the case spec, you'll see how time passes and changes.
They're both basically green Savorit stones Uhr, here. aber tragen würde ich So nicht, the inner one shows the hours and the outer one shows the minutes. Yeah. On the case back there's also a small window similar to the oil pump where you can see this double triple axis marble rotating. Talking about the diamond setting of this watch, the case of the mystery tourbillon is invisibly set with hexagonal diamonds and the dial is set with overlapping diamonds. A beautiful execution, invisibly set. It just looks magnificent, guys. I've never seen something like this before on any other diamond-studded watch. A marvelous watch with a fantastic sapphire crystal that showcases the setting from all sides. You can see it right here. It's a higher watch from the profile similar to the Astronomia line, but this isn't a watch you would want to hide under the cuff anyway. You maybe could since it's so curved, but let me know what you think about this watch. If you like it, would you wear this one? And what do you think about the price of 1.3 million US dollars? Definitely a big boy watch. While we're on the diamond set watches, this next one is one for the ladies. Although appropriate, I think also for men, depending on your taste. This is called the Fleur de Jardin, which translates to garden flowers. This model will run you 560,000 US dollars, and let me tell you why. Guck mal, hier sind auch noch Diamanten. At first glance, it looks like the Astronomia, but in fact it's more execution of the case, and you can immediately see the difference in the case as well as in the lux, if we compare it now to an Astronomia model, for example. Much smaller and slightly more wearable for a smaller wrist. We have the same vertical movement construction, combining a 60-second flying tourbillon with a polished titanium bridge in the shape of a beautiful butterfly here. We've got a half nice mother of pearl dial with polished hands with a differential so it's never upside down for the viewer, and spinning, turning gemstone flowers which are neatly crafted. The whole dial rotates on the central axis in 10 minutes. Then we come to the gem setting model of this model. On top of the movement there is a 288 faceted Jacob cut Savorit and 12 kite-shaped diamonds. The hanging flowers made of multicolored kite-shaped gemstones are Savorit, blue sapphires and rubies. They make a full revolution clockwise on the revolving platform in 10 minutes. Cool. While the dancing Savorit flower rotates counterclockwise on itself in 60 seconds, the floral ring is set with 210 baguette diamonds, approximately 3.38 carats. Carrying 5 multicolored gemstone flowers, it makes a full revolution counterclockwise in 10 minutes. Zu der Uhr möchte ich noch. While the central ring set with 46 is one of my favorites. See all the components, and once you run the minute repeater, you can see how they start moving around. Video, das stimmt. As a fan and collector of clocks, this one really speaks to me. Although the price point isn't really in my reach yet. This 160,000 US dollars table. 160.000, Alter. Selbst wenn man mir 50% drauf geben würde, wäre zu viel. Alter, das ist einfach so viel Geld. Oh mein Gott, das ist, ey, so eine tolle Uhr. Boah. Ich bin ein Liebhaber von Tischuhren. Die gibt es ab 1990 auf Chrono. Ja. Einfach zu teuer, Mann. Ich würde für die Uhr ausgeben, Real Talk, wenn ich, also zum Beispiel, selbst 30.000 Euro ist eine Menge Geld. Je nachdem, wie man mich in welcher Stimmung antrifft, zwischen 30 und 45.000 Euro würde ich dafür ausgeben. The clock is one of my favorites I've seen so far. And I've seen some pretty cool table clocks in my past years. It combines the beauty of the Astronomia wristwatches, just on a much bigger scale. Imagine having this on the office desk or at home. That would be really awesome. The whole case is made of stainless steel, and you can close the clock when you're traveling and moving around, so you actually don't, basically damage the crystal on the front. There's the winding key on the back, and let me show you how the movement dances once you wind it. Beautiful. Boah, isn't it? Wenn mir jemand ein Geschenk machen, jemand wird mir die Uhr schenken, das wäre krass. Really cool. You can fast forward time basically here, maybe travel in time, who knows. Like on the Astronomia models, the movement with the 4 arms rotates above the Aventurine base dial on its own and makes a full rotation in 10 minutes. The power reserve of this clock is 8 days. The 399 component movement is made out of titanium and is neatly polished and crafted. Ich würde niemals dafür so viel Geld ausgeben, aber es ist wirklich eine tolle Uhr. Tolle Uhr.
Finde ich irgendwie sogar ansprechender für mich als jetzt die Armbanduhr. Wahnsinn. Here you can see the skeletonized dial of the watch, which is again always facing the right direction with the help of the differential system. Opposite of it, there's this beautiful tourbillon which rotates around the periphery of the dial here. Then we've got a blue lacquered aluminum globe. The globe rotates on itself in 30 seconds and around the dial, of course, in 10 minutes. Opposite of it, it's something very rare, a real and big meteorite. It was found in Campo del Cielo in Argentina, about 1,000 kilometers northwest of Buenos Aires. The meteorite is calculated to have fallen on Earth around 4.2 thousand to 4.7 thousand years ago. Super cool and totally in line with the astronomical feel of this clock. Last but definitely by no means least, we'll take a look at what I think is today one of the most complex watches produced, the Twin Turbo Furious. Here we have two different examples, the Baguette White Diamonds and Rubies model that costs 1.3 million US dollars and the Blue Titanium model which costs nicht so extrem mein Favorit. Cooles Video, muss ich sagen, Swiss Watch Gang. Macht einer der schönsten Uhrenaufnahmen, die es so gibt. Toll, 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 toll. Ja, jeder, der nicht subscribed ist, muss dort auf jeden Fall ein Sub da lassen.